Sloss Furnaces, Birmingham, Alabama. Sloss Furnaces wurde 1871, 5 Jahre nach dem Bürgerkrieg, gegründet und damit der Bedarf an Tonnen-Roheisen und Amerikas bröckelnde Infrastruktur zu reparieren. Um die Nachfrage zu befriedigen, begann Colonel James Withers Sloss mit dem Bau von Sloss-Öfen. Ein Jahr später öffnete das Unternehmen laut seiner offiziellen Webseite seine Türen für Hunderte von Mitarbeitern. Die Arbeit an Hochöfen war eine fortgeschrittene Aufgabe und auch sehr gefährlich. Diese Gefahr wurde auch bald erkannt, als viele Arbeiter in den Öfen verbrannt wurden und in den Tod fielen. Die Bedingungen verschlechterten sich erst Anfang des 19. Jahrhunderts, als ein grausamer Vorarbeiter, James Lake Wormwood, eine Stelle bei Sloss antrat. Laut Regas Diges ging Wormwood gefährliche Risiken ein, um die Produktion zu steigern. Infolgedessen starben fast 50 Mitarbeiter vor Ort und viele waren während seiner Amtszeit in schrecklichen Unfällen verwickelt. Angeblich warfen ihn seine Mitarbeiter 1906 als Vergeltung in den Ofen. Sie können das Gelände heute noch besichtigen, wenn Sie sich trauen. Während Sie dort sind, hören Sie vielleicht die Stimme von Slack, die seinen Mitarbeitern sagt, sie sollen wieder an die Arbeit gehen. Sloss veranstaltet sogar jedes Jahr um Halloween eine Schreckensnacht, die stark auf der Slack-Geschichte basiert. Die weinende Dame in Dakota. Die Dakota, ein Wohnhaus in New York City, beherbergt seit seiner Eröffnung im Jahre 1884 viele reiche und berühmte Leute. John Lennon und Yoko Ono zogen 1973 in das Gebäude ein. Und John wurde am 8. Dezember auch außerhalb des Gebäudes ermordet. Vor seinem Tod behauptete John, er habe einen weinenden Frauengeist gesehen, der durch die Hallen streifte. Dann, nachdem John gestorben war, sagte Yoko, die immer noch in dem Gebäude lebte, sie habe gesehen, wie Johns Geist an seinem Klavier saß. Yoko sagt, dass John ihr gesagt hätte, habe keine Angst, ich bin immer noch bei dir. Die Glockenhexe, Adams, Tennessee. Wenn Sie ein Gruselfilm-Liebhaber sind, wissen Sie vielleicht etwas über die Glockenhexe. Die Filme An American Haunting und Blair Witch Project basieren beide auf der Geschichte. Bereits im frühen 18. Jahrhundert zog ein Mann namens John Bell mit seiner Familie in ein Gebiet in Tennessee namens Red River, das heute als Adams, Tennessee bekannt ist. Nachdem sie sich in dem neuen Zuhause niedergelassen hatten, begannen einige merkwürdige Dinge zu passieren. Die Familie Bell hörte einige bizarre Geräusche, darunter bellende Hunde, klappernde Ketten, kauende Ratten und flüsternde Frauen. Bald wurde diese Frau als die Glockenhexe bekannt, und viele Leute glauben, sie sei der Geist einer ehemaligen Nachbarin der Bells, Kate Betts. Betts und die Bells hatten einen Streit um ihr Land, und sie hatte der Familie Bell Rache geschworen, bevor sie starb. Später starb Bell an einer Vergiftung, und es wird gemunkelt, dass es das Werk der Glockenhexe ist. Die Geister des Halbmondhotels, Eureka Springs, Arkansas. Verbringen Sie die Nacht in einem heimgesuchten Crescent Hotel in Eureka Springs, Arkansas, das 1886 geöffnet wurde. Während des Baus wurde ein Arbeiter namens Michael getötet und sein Geist verfolgt Berichten zufolge immer noch das Zimmer 218.
Das Hotel war in Besitz eines bekannten medizinischen Betrügers, Norman Baker, im Jahre 1937, der sich als Arzt vorstellte. Er verwandelte das Hotel in das Baker Cancer Hospital und behauptete, die Heilung für die Krankheit zu haben, die er aber nicht hatte. Patienten, die unter seiner Obhut starben, wurden direkt in dem Keller des Hotels beigesetzt, der als provisorische Leichenhalle diente. Er wurde 1940 verhaftet, aber die Geister seiner Patienten sind immer noch geblieben. Da das Hotel noch geöffnet ist, sagen die Gäste oft, dass sie während ihres Aufenthalts Erscheinungen sehen und Geräusche hören. Sci-Fi's Ghost Hunters haben sogar Aufnahmen von dem Keller, wo man sieht, dass sich etwas bewegt. Hugging Molly, Apeville, Alabama. Es ist besser, zu Hause zu bleiben, wenn die Sonne in Apeville, Alabama untergeht, wenn Sie Hugging Mollys kühle Umarmung vermeiden möchten. Der Legende nach streifte ab dem 19. Jahrhundert eine übergroße schwarze bekleidete Gestalt nachts durch die Straßen, um nach ahnungslosen Opfern zu suchen. Sobald sie sich auf jemanden fixiert, umarmt sie die Person und schreit laut in ihre Ohren. Viele Menschen haben Geschichten erzählt, in denen sie von Hugging Molly verfolgt wurden. Einheimische Eltern haben die Geschichte sogar genutzt, um ihre Kinder auf den richtigen Weg zu leiten. Die Stadt umarmt ihren Nachtwächter und nennt sich stolz die Heimat von Hugging Molly. Es gibt sogar ein familienfreundliches Restaurant, das nach ihr benannt wurde.